Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander und ich fahre heute mit dem Fahrrad den Verse-Radweg entlang von Beckum nach Münster. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mich auf meiner ungefähr 65 Kilometer langen Radtour von Beckum nach Münster begleiten wollt. Ich bin mit dem Zug bis Neubeckum gefahren und dann die 10 Kilometer bis zum Marktplatz Beckum, den man hier sieht, geradelt. Den verlässt man durch diese Gasse nach Süden und erreicht dann auch schon kurz darauf die Verse. Die ist hier noch ganz klein und hat sich gerade erst aus 3 Bächen zusammengesetzt. Man wendet sich dann nach Westen und folgt dem Schild nach Ahlen. Der Fahrradweg folgt dann dem Flussverlauf durch die Stadt. Das ist so ein kleiner Park, der sich am Bach entlang zieht. Sehr schön angelegt und gut zu fahren. Man muss dann die eine oder andere Straße noch überqueren, bis man einen etwas größeren Park erreicht. Und wenn man den durchfahren hat, dann wird die Landschaft etwas natürlicher und man ist dann auch schon raus aus der Stadt. So, ich bin jetzt aus Beckum raus. Rechts von mir hinter den Büschen fließt die Verse und der nächste Ort, den ich erreichen werde, das ist Ahlen. Das ist auch nicht mehr weit. Am gesamten Verse-Radweg sind immer wieder solche Aussichtstürme, von denen aus man einen schönen Überblick über die Umgebung bekommen kann. Und dabei ist dann meistens immer noch ein schöner Rastplatz. Das wäre jetzt ein schöner Platz für eine Mittagspause gewesen, aber für mich ist das noch ein bisschen früh. Ich fahre noch ein Stück weiter. Der Weg ist, wie man hier sieht, wie weiter unten am Fluss, so leicht fein gesplittet und ein bisschen mit Sand belegt. Es ist ganz gut zu fahren. Es geht auch immer ein bisschen bergab, weil der Fluss fließt ja auch bergab. Und die Landschaft ist wunderschön. Ja, man folgt hier dem Fluss durch diese wunderschöne Hügellandschaft. Bisher ist der Weg auch immer am Fluss geblieben. Also man musste bisher nicht bergauf oder runter, mal sehen, wie lange das so bleibt. Jetzt verändert sich das Landschaftsbild ein bisschen. Hier haben wir einen etwas höheren Hügel. Aber ich glaube, das ist eine ehemalige Halde. Ich habe eben ein Schild gesehen, Zeche Westfalen. Das könnte daher kommen. Wunderschöne Herbstfarben. Ich bin inzwischen am Rand von Ahlen angekommen. Der Weg soll mitten durch die Stadt führen. Mal sehen, was da auf mich zukommt. Hier ist es jedenfalls schon mal ganz schön. Es ging gerade mal kurzzeitig weg vom Fluss, aber jetzt sind wir wieder zurück und es geht jetzt Richtung Stadtzentrum Ahlen. Anscheinend bin ich aus Ahlen schon wieder raus. Hier eigentlich dachte ich, es ginge mitten durchs Zentrum, weil auf dem Schild des Fahrradwegs stand Ahlen Mitte. Aber es ging immer weiter am Fluss entlang und jetzt bin ich plötzlich draußen. Naja, jetzt ist Dren-Steinfurt schon angeschlagen, noch 13 Kilometer. Mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt war die Kläranlage da hinten im Hintergrund im Weg und jetzt ist der Weg von der Verse erstmal ein Stück weg. Ich hoffe, es geht gleich wieder zurück zum Fluss. Naja, ich habe jetzt nochmal auf die Karte geguckt und es geht jetzt wohl erstmal weiter durch Wiesen und Felder. Ist aber auch ganz schön und eine schöne Abwechslung.
Verse muss jetzt irgendwo da unten fließen. Ich zeichne von dem Weg auch wieder einen GPX-Track auf. Ich verlinke euch meinen Blog, wo ihr euch den runterladen könnt, hier oben in der Ecke. Der Weg ist aber auch sehr gut ausgezeichnet. Man findet ihn immer wieder. Und zwar unter den Schildern findet ihr dann dieses Zeichen und dem müsst ihr dann einfach folgen. Man könnte meinen, es wäre Mai und der Raps blüht, aber es ist Oktober und es ist wohl Senf. Hier steht sogar noch der Mais, das muss der Futtermais sein. Den Silatmais, den haben sie vor 2 Wochen schon oder sogar schon vor 3 Wochen geerntet, als der noch grün war. Hier kreuzt der Weg jetzt nochmal die Verse, aber leider geht der Weg jetzt nicht weiter am Fluss entlang, sondern wir folgen dieser Straße und dann am Ende der Straße geht es nach links und dann wieder durch Felder und Wiesen. Ich weiß nicht, wann es wieder zurückgeht zum Fluss. Ich hoffe bald. Also jetzt scheint der Weg den Faden völlig verloren zu haben. Der Fluss ist überhaupt nicht mehr zu sehen und auch nicht zu erahnen, wo er sein könnte. Aber der GPX-Track sagt, ich bin noch richtig und gleich soll es nach Drensteinfurt gehen. Mal sehen. Oh, hier ist auch wunderschön. Ja, da steht's. Drensteinfurt 6,1 Kilometer und Verseradweg und eben waren es mal 3 Kilometer. Also ein kleiner Umweg, aber ein schöner Umweg. So, jetzt habe ich endlich eine Bank gefunden, wo ich eine Pause machen kann. Ich habe gerade mit 2 älteren Herrschaften unterhalten, die auch nicht so genau wussten, wo sie waren. Aber wir haben es auch nicht rausgefunden. Ich folge jetzt einfach weiter den Schildern nehmen, dann werde ich schon drauf wieder zurückkommen auf den Weg. So, die Pause ist vorbei und ich habe die Gelegenheit genutzt, mal andere Schuhe anzuziehen. Die sind inzwischen ganz schön warm. Es ist 3 Uhr nachmittags ungefähr und jetzt dürfte der Temperaturhöhepunkt des Tages erreicht worden sein. Es sollte 23 Grad heute werden und das Mitte Oktober. Echt klasse. Ich bin jetzt aus Drensteinfurt raus. Ist ein nettes kleines Örtchen, aber nichts weiter los. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt wieder hier in den Wiesen und Feldern bin. Ich bin jetzt auch guter Hoffnung nach einem Blick auf die Karte, dass ich wenigstens gleich mal die Verse wieder kreuzen werde. Aber es wird noch ein ganz schönes Stück dauern dann, bis wir dem Flussverlauf wieder folgen. Das ist ein bisschen schade, aber die Gegend hier ist auch sehr schön. Und ich kenne sie nicht und deswegen genieße ich das ja auch bei diesem wunderschönen Herbstwetter. Nach einem großen Schlenker habe ich die Verse wieder erreicht. Aber ich werde ja auch hier jetzt leider wieder nicht folgen, sondern der Bahnlinie, die da vorne verläuft. Das ist die Bahnlinie von Münster nach Hamm, auf der ich auch vorhin nach Neubeckum gefahren bin. Ja, das war ein schöner Zickzackkurs durch die münsterländische Parklandschaft. Das Wetter ist aber auch wirklich wunderschön und die Herbstfarben leuchten. Die Bauern machen ihre Felder fertig für den Winter. Teilweise sprießt schon die Wintergerste. Das ist wirklich wunderschön hier. Ja, bei Rinkerode, denke ich, wird der Weg dann wieder der Verse folgen. Mal schauen, ob das dann auch so ist. Ich habe gerade noch mal auf die Karte geguckt. Der Weg biegt schon vor Rinkerode ab und führt dann wirklich am Fluss entlang. Da bin ich gespannt. Inzwischen steht die Sonne auch schon tiefer. Ich habe so ungefähr die Hälfte des Weges geschafft, meine ich. Ich hoffe, ich kriege das noch bis zum Dunkelwerden hin. Mal sehen. Jetzt geht es zurück zum Fluss und ich glaube, jetzt folgt der Weg auch weiter dem Flussverlauf.
So, im Hintergrund sieht man jetzt schon den Kirchturm von Albersloh. Bis dahin bin ich ja schon mal von Münster aus gefahren, habe darüber auch ein Video gedreht. Das verlinke ich euch hier oben in den Infokarten und am Ende des Videos. Da verlinke ich euch auch noch mal das Video, das ich gedreht habe von Münster bis zur Mündung der Verse in die Ems. Auch eine sehr schöne Strecke. Aber das filme ich jetzt alles nicht nur, ich höre jetzt auf zu filmen. Schaut euch einfach die Videos an. Es ist auf jeden Fall eine tolle Strecke an der Verse entlang. Man kommt hier durch das gesamte Münsterland und kriegt einen wunderbaren Eindruck. Es ist die ganze Zeit eben, kein Hügel dabei, richtig toll. Und das natürlich bei diesem wunderschönen Wetter. Ja, wenn euch die Tour genauso gut gefallen hat wie mir, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Und ich würde dann sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss.